Heute fahren wir eine der härtesten Strecken Brasiliens, die Transpantaneira. Schon am Anfang gibt es ein schlechtes Omen. Noch bevor wir die Transpantaneira erreichen, platzt uns ein Reifen. Doch dann beginnt das eigentliche Abenteuer. Vor uns liegen 130 Kilometer Dirt Road und mehr als 130 Brücken. Viele davon aus Holz und viele sehen alles andere als vertrauenswürdig aus. Und dann passiert genau das, wovor jeder Overländer Angst hat. Eine der Brücken hält unserem Gewicht nicht stand und wir brechen ein. Unter uns riesige Kaimane. Wie wir uns und unseren Bus aus dieser Situation wieder befreien, glaubt ihr uns wahrscheinlich niemals. Aber schaut am besten selbst. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. Früh am Morgen brechen wir auf und verlassen Cuiabá, die letzte große Stadt, bevor es für uns hinein ins Pantanal geht. Wir sind gespannt, was uns auf der Transpantaneira erwartet. 130 Kilometer Schotterpiste, unzählige Brücken und eine Landschaft, die wir so bisher noch nicht erlebt haben. Bevor es aber richtig losgeht, brauchen wir erstmal eine Stärkung. Und was könnte in Brasilien besser passen als ein paar frisch gegrillte Fleischspieße? Ohne Asadito funktioniere ich nicht. Egal welchen Country. Genau, in jedem Land gibt es Asaditos. Die Currywurst Südamerikas. Lecker Asaditos con Manioca. Ah, con Manioca en trocitos. Con Manioca en trocitos. Wir fahren die ersten Kilometer und sind begeistert, was hier auf der Straße transportiert wird. Aber dann starten auch schon die Probleme. Erst platzt dem LKW vor uns ein Reifen und danach sind wir dran. Ja, wenn wir fast angekommen, die Transpantaneira liegt vor uns, Start. Es geht natürlich wieder ordentlich in die Hose. Wir heizen hier gerade mit so 95 Sachen über den Weg lang und vor mir war ein Auto, ich konnte also nicht genau sehen, was auf der Straße liegt und da war halt ein Stein und der Stein, den haben wir komplett mitgenommen. Ich habe es auch gehört schon, dass es ziemlich geknallt hat und meinte schon so, scheiße, zu Alessandra. Und naja, Moral von der Geschichte ist, dass unser Vorderreifen komplett platt ist und ich hoffe, dass wir den reparieren können. Gut, aber egal, der muss jetzt erstmal runter, Ersatzrad drauf und weiter nach Poconé. Gibt's doch gar nicht, Alter. Scheiße, das wird ein Problem. Das wird ein Problem. Ja, das Loch habe ich auch gefunden. Das ist ein richtig krass dickes Loch. Also, das ist echt ein Stein gewesen oder das war irgendwas anderes, war es wirklich scharfkantig? Keine Ahnung, aber das ist ein richtig dickes Loch hier reingeschnitten. Ich habe gerade noch gehört, wie es ein bisschen gepfiffen hat, den letzten Rest Luft hier rausgelassen hat. Mal gucken, ob wir das reparieren können. Normalerweise bei einer Gommeria in Südamerika kleben die da einfach ein Patch rein von innen und dann geht das Ding auch wieder. So hoffen wir, dass es geht. So, Ersatzrad drauf und dann, ja, zum Glück haben wir diesen Akku-Dings zum Aufblasen dabei. Ersatzrad drauf und dann auf nach Poconé. So, PSI, wo kann ich das umstellen? Welches? KPA, Bar. Wunderbar. 2,5, 2,7. So, und dann nochmal die Taste. Rechts runter gleich. Buona tarde. Tutto bene? Perfetto. Opa. Borracheria funziona? Funziona. Perfetto. Equipada. So, richtig geil. Wir haben unser Rad wieder. Das Ausbalancieren war auch jetzt umsonst. Wir haben beide Räder sogar machen lassen. Wir hatten hier hinten noch ein Reserverad, was auch nicht so ganz in Ordnung war.
alles vulkanisiert wie neu. Jetzt war so heiß ja. So, jetzt packe ich das Ding da unten dran und dann hauen wir uns auf die Transpantanera. Und ich hoffe, dass ich vorher noch eine Dusche kriege, weil ich bin seit gestern zweimal völlig durchgeschwitzt, komplett voller Schmiere. Und ich würde gern vorher duschen. So, das werden wir schon irgendwie regeln. So, jetzt mache ich das Ding fest und dann hauen wir ab. Hier endet der Asphalt. Vor uns beginnt die Wildnis des Pantanal. Noch ahnen wir nicht, was diese Strecke für uns bereithält. Wenn ich es gewusst hätte, wäre meine Lust auf die Transpantanera wahrscheinlich deutlich kleiner gewesen. Endlich, wir sind auf der Transpantanera. So lange Vorbereitung und jetzt beginnt unsere Dschungeltour. Die beginnt hier im Pantanal, im größten Feuchtgebiet der Erde. Vor uns liegen 130 Kilometer Dirt Road mit über 100 Brücken, von denen sehr viele zerfallen sind. Unter den Brücken sind Alligatoren. Wir haben jetzt schon gesehen, so Dinger über 2 Meter, also richtig cool. Und wir tauchen jetzt immer weiter ein in die Wildnis. Wir wollen bis Porto Jofre kommen. Mal gucken, wie lange das dauert. Auf jeden Fall lassen wir uns Zeit, halten die Augen offen und mal gucken, ob wir den Jaguar entdecken. Zuerst sind wir vom Anfang der Transpantanera ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Mit wilder Natur hat das hier noch nicht viel zu tun. Es ist staubtrocken und die riesigen Estancias ziehen sich bis zum Horizont. Überall entdecken wir die beeindruckenden Bauten der Ameisen. Und zwischen all dem Staub blühen plötzlich wunderschöne Bäume und bringen ein bisschen Farbe in diese trockene Landschaft. Mit einem eiskalten Tereré lässt sich auch die Hitze halbwegs ertragen. Und je weiter wir fahren, desto mehr lassen wir die Zivilisation hinter uns und tauchen langsam in die Wildnis des Pantanal ein. Also bisher ist die Transpantanera eher trocken, also richtig furztrocken. Und das fahren auch, wie soll ich sagen, touristische Fahrzeuge hier durch die Gegend. Also die karren die Touristen nach Porto Jofre. Und wir hoffen, dass es jetzt irgendwie ein bisschen feuchter wird und nicht ganz so ausgetrocknet ist. Aber nichtsdestotrotz mal einen Stopp machen für Mali, weil die jetzt im Auto ein. Und ich habe Hunger wie ein Schwein. Und unsere Hoffnung wird tatsächlich erfüllt. Schon wenige Kilometer später verändert sich die Landschaft komplett. Plötzlich ist überall Wasser. Die trockenen Flächen verschwinden und zum ersten Mal bekommen wir einen Eindruck davon, warum das Pantanal als eines der großen Naturparadiese Südamerikas gilt. Am Straßenrand entdecken wir die ersten Capybaras und sogar Sumpfhirsche. Und überall Vögel. Große, kleine, bunte. Irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wohin wir zuerst schauen sollen. Wir kommen kaum voran, weil es ständig irgendwo etwas Neues zu entdecken gibt. Dann taucht am Straßenrand auch noch eine Gruppe Nasenbären auf. Sie lassen sich von uns kaum stören und für uns fühlt es sich langsam so an, als würden wir mit unserem Bus mitten durch einen riesigen Wildpark fahren. Aber nicht nur die Natur verändert sich, auch die Transpantanera sieht plötzlich ganz anders aus. Die großen Betonbrücken, die wir noch am Anfang hatten, werden immer seltener. Stattdessen stehen wir jetzt vor den ersten alten Holzbrücken. Die Fahrspur besteht teilweise nur aus ein paar schmalen Längsbalken. Wir müssen uns deshalb ziemlich konzentrieren und versuchen mit den Rädern genau auf diesen Balken zu bleiben. Links und rechts fehlen Bretter, manche liegen schief und bei einigen Brücken sieht das Holz nicht mehr besonders vertrauenserweckend aus. Noch nehmen wir das Ganze mit ein bisschen Abenteuerlust. Aber eine Frage fährt ab jetzt bei jeder einzelnen Brücke mit. Was passiert eigentlich, wenn plötzlich eines dieser alten Holzbretter unter unserem Bus nachgibt? Am nächsten Tag setzen wir unsere Fahrt fort. Je weiter wir in das Pantanal hineinfahren, desto einsamer wird es. Die Entfernungen werden größer, die Landschaft weiter und die Holzbrücken gehören inzwischen ganz selbstverständlich zu unserer Strecke. Eine nach der anderen. Vor jeder Brücke werden wir langsamer, schauen uns die Fahrspur genau an und versuchen einzuschätzen, welche Balken noch stabil aussehen.
Dann heißt es, Räder gerade halten und möglichst genau auf den tragenden Holzen bleiben. Bei manchen Brücken funktioniert das problemlos. Bei anderen haben wir schon beim ersten Blick ein ziemlich ungutes Gefühl. Und trotzdem müssen wir weiter. Eine andere Straße gibt es hier nicht. Zwischen den Brücken zeigt uns das Pantanal dafür immer mehr von seiner unglaublichen Wildnis. Erst aus der Luft sehen wir, wie gewaltig diese Landschaft wirklich ist. Wasserflächen ziehen sich durch die Ebene. Die Straße verschwindet irgendwo am Horizont. Und immer wieder entdecken wir riesige Kaimane. Manche liegen nur wenige Meter neben der Fahrbahn, andere direkt im Wasser unter den Brücken, über die wir fahren. Und spätestens jetzt fühlt sich jede Überquerung noch einmal ein bisschen anders an. Denn auch die Brücken werden immer abenteuerlicher. Das Holz ist verwittert, Bretter fehlen oder liegen schief und manchmal können wir kaum erkennen, was darunter überhaupt noch trägt. Also fahren wir langsam, sehr langsam. Brücke für Brücke, Kilometer für Kilometer. Irgendwann hört man auf zu zählen und konzentriert sich nur noch auf die Spur vor den Rädern, auf jedes einzelne Brett und auf jedes Geräusch unter unserem Bus. Denn umdrehen wollen wir nicht. La exposición de los alligators. Was ist denn hier los? Ja, wir sind raus. Wir sind reingesackt. Wir sind echt dick. Te he dicho, tienes que irte más allá. Scheiße. 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 Ja, scheiße. Jetzt sind wir echt eingebrochen in der Holzbrücke. Das Schlimmste, was passieren kann, wir kommen da nie wieder raus. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir irgendwie das Auto hochheben mit dem Wagenheber und dann sozusagen eine Holzlatte runterpacken und dann wieder rausfahren. So, schauen. Wie ihr seht, stecken wir komplett fest mit dem Rad. Und wir haben natürlich wieder mal Glück im Unglück. Es kommen direkt 3 Leute vorbei und genau in dem Augenblick, als wir uns festgefahren haben. Aber was viel unglaublicher ist, passiert ein paar Minuten später. Pode subir? No, directamente não funciona. Somos demasiado baixo, mira. Somos menos de la mitad. Sobe. Vê lá? No. Primeiro subimos um pouco depois. Não dá pra marcar aqui? Um pouco subir, não? É macaco. Con un cric, dice el señor, para Sim, eu subir. tenho. Währenddessen wir dabei sind, die besten Möglichkeiten herauszufinden, das Auto wieder zu befreien, tauchen einfach aus dem Nirgendwo 3 Feuerwehrleute auf.
Wir fragen uns bis heute, wie das passieren kann, dass die direkt in dem Augenblick kommen. Ja, und dann ging auch eigentlich alles ganz schnell. Die sind ja darauf spezialisiert, Autos zu bergen, und wir waren auch nicht mehr in Panik. Yeah, vai. Tá bom. Und am Ende, ihr glaubt's kaum, haben die uns wirklich per Muskelkraft befreit. Die haben einfach vorne das Auto angehoben zu 5 und ich bin rückwärts rausgefahren. Ahora recto, solo recto. No. Pra lá. Aí. Oh, gracias. Obrigada. Salvos. Obrigada. Ciao. Buen día. Ah, du Kacke, hey. Sei proprio... Che miedo. So, geschafft. Por suerte, justo un montón de Echt gente. richtig krass. Und richtig muskulöse Feuerwehrmänner. Ach Unglaublich. du Scheiße. Geschafft. Porto Jofre, total cool. Das ist das erste Mal, dass es so aussieht, wirklich wie am Amazonas. Wir haben totales Dschungelfeeling. Und nach dem Schreckrad eben, das ist einfach nur richtig krass. Wir haben es geschafft, hier anzukommen. Und wir mussten ja echt in der letzten Holzbrücke, also in der letzten, es war nicht die ganz letzte, aber in der letzten richtigen Holzbrücke einbrechen. Und Porto Jofre selber ist aber eigentlich gar kein Ort. Das sind hier mehr, naja, hier wohnen vielleicht ein paar Leute, aber es sind mehr so Hotels, Campingplatz, ein Fähranleger. Jetzt kann man hier für unendlich viel Geld eine Jaguar-Tour mieten. Und ja, aber hier ist halt schön grün. Hier rennen Capybaras rum, das ist hier richtig krass. Und wir stehen hier direkt am Flughafen und den zeige ich euch jetzt. Weil das ist der erste Dschungelflughafen, den wir auf unserer Reise entdeckt haben. Genau, und hier durch die Poller ist der Flughafen begrenzt. Das ist das Ende der Landebahn. Und hier seht ihr, in die Richtung geht die Landebahn. Total geil, Dschungelflughafen. Lauf nicht über den Flughafen. So, dann kommen wir mal zum Sponsor des heutigen Videos, Wolfbox. Der AirDuster 200 von Wolfbox, der begleitet uns schon eine ganze Weile und absolut nützliches Teil, weil wir haben immer mit Staub zu kämpfen auf unseren Expeditionen und seit wir das Ding dabei haben, ist es Geschichte. Außerdem kann man damit unglaublich gut Grills anzünden. Der Luftstrom erreicht bis zu 90 km/h. Das ist also ein richtiges Inferno. Und man hat also immer dann Druckluft, wenn man sie braucht. Wenn auch ihr Bock habt auf den AirDuster 200 von Wolfbox, dann findet ihr unterhalb unserer Videobeschreibung einen Link dazu. Und da ist auch noch ein Rabattcode mit 10% Rabatt. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an unseren Partner Wolfbox, weil ohne Partner wie Wolfbox wären solche Inhalte überhaupt nicht möglich. Boah, Leute, angekommen. Das war echt eine absolute Horrortour. Also unglaublich. Also, dass es schon nach ein paar Metern irgendwie das Auto kaputt geht, der Reifen platzt. Aber dass wir in einer Brücke einbrechen, das ist das Krasseste, was uns überhaupt jemals passiert ist. Und
Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin. Ich meine, Alessandra meint, sie hat es gesehen. Ich habe schon geguckt, ob da irgendwie ein Abstand ist, ob man da rüberkommt, ob da ein Loch ist oder wie auch immer. Aber ich bin eben nicht rübergekommen. Und das Krasseste ist, ich fahre halt so, merke nur so, und dann waren wir da drin. Und hätte uns das Universum nicht diese Feuerwehrleute geschickt, die sowieso da waren, dann würden wir da wahrscheinlich jetzt noch stecken. Also die kamen ja auf die glorreiche Idee, uns nach vorne rauszuziehen. Und ich habe gesehen, nee, wir sind über die Hälfte des Rades da eingebrochen. Wenn wir uns nach vorne rausziehen, bricht mir die Achsel ab. Also mit einem anderen Auto auf gar keinen Fall. Echt, nein, machen wir nicht. Machen wir auf gar keinen Fall. Und die wollten das unbedingt machen. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. So, und am Ende sind diese Feuerwehrleute da. Und dann haben die echt das Auto mit Hochheben, ihr habt es ja gesehen, das Auto hochgehoben, also auf der rechten Seite, sodass ich rückwärts nach hinten rausfahren kann. Richtig cool. So, jetzt sind wir hier in Porto Jofre, haben wir geschafft, richtig, richtig cool. Und das Pantanal ist wirklich mehr als Holzbrücken und mehr als Pannen und mehr als Stress auf der Straße. Aber die schönen Dinge vom Pantanal, die seht ihr nächstes Mal. Guten Morgen, meine Lieben. Wir verlassen Porto Jofre. Und es ist ja eben nicht so, dass man hier ankommt und dann hat man es geschafft, dann ist es erledigt. Wir hatten euch ja gestern schon am Abend gesagt, dass man hier nicht viele Möglichkeiten hat, wegzukommen. Also es gibt eben diese Straße mit den tausenden Brücken, wo wir eingebrochen sind. Und es könnte eine Fähre geben, die ist aber schweineteuer und die wollen wir nicht nehmen. So, und deswegen, wir fahren jetzt nochmal diesen Weg. Und das bedeutet für uns, wir müssen einfach mit unserem Auto genau dort durch, wo wir schon einmal eingebrochen sind. Wir werden sehr vorsichtig fahren, wir werden genau gucken, wo unsere Räder langlaufen, dass das nicht nochmal passiert. Das ist jetzt sehr früh morgens, hier fangen jetzt die Touren an für die Jaguare. Das heißt, da ist jetzt auch keiner unterwegs. Wir werden da völlig alleine sein, was natürlich dann auch total gefährlich ist, falls uns was passiert oder falls wir einbrechen. Und das bedeutet, wir müssen hochkonzentriert sein. Alessandra wird gucken, wo die Räder laufen, damit wir da nicht nochmal runterrutschen. Und dann hoffen wir, dass wir da durchkommen. Vor uns liegen eben nochmal 130 Kilometer zurück nach Poconé und nochmal über 100 Brücken. Und eine davon ist ja nun mal zu unserem Verhängnis geworden. So, also drückt uns die Daumen. Ja, heute kommt noch dazu, dass die Straße total staubig ist. Also es geht kein Wind und immer wenn der Wind nicht richtig weht, dann bleibt der Staub stehen. Und da müssen wir natürlich durch die Staubwolke durch. Freut sich weder der Motor noch die Lunge. Also es wird heute ein richtiger Horrortrip. 130 Kilometer. Beim letzten Mal haben wir es in 2 Tagen gemacht. Oder in 2,5 sogar. Und jetzt alles in einem Rutsch. Also es ist ja nicht so, dass wir über die Brücke müssten. Wir könnten auch außen rum fahren. Also bei jeder Holzbrücke gibt es immer außenrum auch eine Strecke. Und die laufe ich jetzt ab und zeige euch einfach mal, was das bedeutet. Weil außenrum fahren, naja, hört sich ja erstmal nett an. Hier ist auch ein normaler Weg. Ihr seht es ja hier. Da geht's lang. Und da geht's lang. Aber dieser Weg, der endet hier. Man kann zwar von dort aus dann wieder da oben hochfahren, aber hier kommen wir niemals durch. Das ist kompletter Matsch. Also wenn ich hier reinfahre, komme ich da nie wieder raus. Ich werde da nie wieder rauskommen. Das heißt, uns bleibt also gar nichts anderes übrig, als diese Brücke zu nehmen. Und wir müssen halt über diese Horrorbrücke wieder rüber, weil der Weg außenrum bei unserer Horrorbrücke, der ist voller Wasser. Da fahre ich mit Sicherheit nicht durch. So, wir sind da. Das ist die Brücke, in der wir eingebrochen sind. Und da ist auch nicht viel passiert. Also da liegen jetzt einfach 2 Bretter drüber über dem Loch. Da müssen wir ganz genau gucken, wo wir mit unserem Rad lang fahren, sonst fallen wir da runter. Das ist nämlich richtig krass. Das geht da drunter wirklich richtig tief runter. Und unten drunter sind Kaimane, 3 Meter lange Krokodile. Also insofern, da sollten wir schon aufpassen. Ja, kommt her hier, guckt euch das an. Hier sind wir reingebrochen, das ist unser Loch. Das ist unser Loch, hier sind wir eingebrochen. Wir versuchen jetzt mit dem Rad hier direkt auf das Ding drauf zu kommen. Oder auf das Ding drauf zu kommen. So, und dann auf das andere Teil drauf. Das ist echt krass. So, und dann versuchen wir auf die andere Seite zu kommen. So, Alessandra steht vorne und sagt mir, wo das Rad hin soll. Damit ich definitiv nicht verkacke und nicht wieder runterfalle.
Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüber. Wir sind über den Nuppel drüber. Echt richtig krass. So, Alessandra läuft vor, damit wir hier, die Brücke ist richtig morsch, die ist richtig im Arsch. Das knarrt total. Knarrt und knackt. So, und sind alle Bretter hier gebrochen. Wunderbar. So. Ja, und hier ist ja dieser typische südamerikanische Ripio. Du hörst ja, es ist schweinelaut. Und der einzige Weg, dass es nicht laut ist, ist einfach mal auf schön bis 80, 85 zu beschleunigen. Dann fliegt man nämlich über die Löcher drüber und hat keinen Bodenkontakt mehr. Oder zumindest mal nicht mehr mit jeder Welle. Und ihr merkt, jetzt, Achtung. So, jetzt sind wir bei 80. Und es ist viel leiser, als es war, wie mit 40 oder mit 50. So, ich muss halt leider immer bremsen, weil bei jeder Brücke muss man bremsen. Da kannst du ja mit 80 nicht rüberknallen über so eine Holzbrücke. Ja, und wir haben jetzt noch so circa 90 Kilometer vor uns, 90 Kilometer Horrorstrecke und zig Brücken. Und wir wollen das alles heute noch schaffen. Und die Sonne steht schon hoch am Himmel und es wird schweineheiß. Ja, und manche Holzbrücken sind so morsch, dass es auf jeden Fall mehr Sinn macht, nebendran zu fahren. Und hier können wir nebendran fahren. Wir haben es zum Glück bis nach Pokoné geschafft. Unglaublich, ein unglaubliches Abenteuer, unglaublicher Stress und doch unglaublich schön. Für uns war's das, für euch auch. Für heute endet das Video, wir sehen uns in der nächsten Woche und dann seht ihr, was wir im Pantanal alles entdeckt haben. Haben wir den Jaguar entdeckt? Das seht ihr beim nächsten Mal. Ciao.